Die Welt fragt dich nicht, was für ein guter Mensch du bist. Es interessiert niemanden, wie viel Mühe du dir gibst oder wie viele Opfer du bringst. Die Welt schaut auf eine einzige Sache: deinen Preis. Je schwerer es für Menschen ist, dich zu erreichen, desto ernster nehmen sie dich. Je leichter du erreichbar bist, desto gewöhnlicher wirkst du. Geld, Respekt und Macht funktionieren meistens nicht so, wie man es erzählt. Sie sind kein Maß für Moral und auch keine Belohnung für gute Absichten. Es geht um Wahrnehmung. Menschen entscheiden, wie sie dich behandeln, nicht nach deinem Inneren, sondern danach, was es sie kostet, mit dir umzugehen. Können sie dich einfach erreichen? Können sie dich warten lassen? Können sie dir Bedingungen stellen? Oder sind sie vorsichtig im Umgang mit dir? Für Niccolò Machiavelli zeigt sich der Wert eines Menschen nicht darin, was er über sich denkt, sondern darin, wie andere ihn behandeln. Wer wird eingeladen? Wer wird sofort informiert? Wer muss warten? Wer nicht? Von wem macht man Zugeständnisse und von wem nicht? Wessen Verlust wäre ein Problem? Das alles ist kein Zufall. Das sind die Regeln einer sozialen Ökonomie. Viele verwechseln etwas Grundlegendes. Wertvoll zu sein und gemocht zu werden ist nicht dasselbe. Gemocht zu werden ist einfach. Du passt dich an, lächelst, bist verständnisvoll. Aber wertvoll zu sein ist schwer. Denn Wert entsteht durch Auswahl, durch Begrenzung, durch Distanz. Die Welt von heute hat das noch verstärkt. Konkurrenz ist überall, Aufmerksamkeit ist knapp, jeder ist müde und versucht, sich selbst irgendwie durchzubringen. Social Media, Business, Alltag, überall dasselbe Bild. Sei sichtbar, poste ständig, erkläre dich, sei jederzeit erreichbar. Doch genau das führt oft zum Gegenteil. Wer sich ständig zeigt, wird schneller verbraucht. Wer zu viel erklärt, wird weniger ernst genommen. Überfluss senkt den Wert. Das menschliche Gehirn schützt das Seltene und verbraucht das Häufige. Was jeder haben kann, ist für niemanden besonders. Machiavelli sagt es klar: Macht liegt nicht darin, sich ständig zu zeigen, sondern darin, sich zurückziehen zu können. Wer für alle erreichbar ist, ist für niemanden unersetzlich. Aber wer schwer erreichbar ist, gewinnt automatisch an Wert. Denn Menschen interessieren sich für das, was sie nicht einfach bekommen. Dieses Video wird dir keine klassischen Motivationssprüche geben. Es geht nicht darum, mehr zu arbeiten oder noch netter zu sein. Mehr Opfer machen dich nicht automatisch wertvoller. Oft machen sie dich sogar günstiger. Es geht darum, wie du durch weniger Präsenz mehr Wert erzeugst. Wie du aufhörst, für jeden verfügbar zu sein. Wie du weniger erklärst und trotzdem mehr wahrgenommen wirst. Und warum es laut Machiavelli keine Charakterfrage ist, teuer zu wirken, sondern eine Strategie. Denn Menschen respektieren nicht Geld, sie respektieren den Preis. Sie beugen sich nicht vor Macht, sondern vor ihrem Kostenfaktor. Wenn deine Abwesenheit etwas kostet, verändert sich alles. Ton, Verhalten, Dynamik. Dieses Spiel gewinnt man nicht mit Moral oder guten Absichten. Man gewinnt es, indem man Wahrnehmung steuert. Was deinen Wert bestimmt, ist nicht nur, was du tust, sondern wie leicht man dich bekommt. Wenn man dich jederzeit erreichen kann, wirkst du gewöhnlich. Das ist hart, aber es ist Realität. Wer sofort antwortet, immer verfügbar ist und zu jeder Einladung ja sagt, gilt nicht als wertvoll, sondern als selbstverständlich. Erreichbarkeit erzeugt oft Konsum, nicht Respekt. Für Machiavelli zeigt sich Macht auch darin, verschwinden zu können. Denn was nie fehlt, wird nicht geschätzt. Und was nicht geschätzt wird, wird verhandelbar und damit günstiger. Die moderne Welt sagt dir das Gegenteil. Antworte schnell, zeig Interesse, sei verfügbar. Aber der versteckte Preis ist hoch. Menschen beginnen zu glauben, deine Zeit sei unbegrenzt. Dass du ersetzbar bist, dass man dich warten lassen kann. Deshalb ist Zugang eine der wichtigsten Formen von Macht. Wer wartet? Wer lässt warten? Wer wählt? Wer wird gewählt? Nicht jede Nachricht braucht sofort eine Antwort. Oft ist genau das der Moment, in dem du deinen eigenen Wert senkst. Sie wissen, wer es eilig hat, ist näher daran zu verlieren. Sie springen nicht auf jede Gelegenheit an und handeln nicht aus Angst, etwas zu verpassen. Sie können vom Tisch aufstehen. Sie können schweigen. Sie können nichts tun. Und genau diese Ruhe ist oft überzeugender als jede Erklärung. Für Machiavelli ist Geld auch ein Test. Wer kann warten? Wer hält Druck aus? Wer kann Nein sagen? Wer kann Verlust riskieren? Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Viele wollen, aber nur wenige können warten.
Nur wenige können Verluste akzeptieren. Und genau deshalb sind sie wertvoll. Bedürftigkeit riecht man. Wenn Menschen merken, dass du etwas brauchst, sinkt dein Preis. Verhandlungen werden härter, Respekt verschwindet. Distanz dagegen wirkt ganz anders. Sie erzeugt Neugier. Sie erzeugt Angst vor Verlust. Sie sorgt dafür, dass Menschen mental in dich investieren. Was schwer erreichbar ist, wird mehr gedacht. Und wofür man mehr denkt, zahlt man auch mehr. Wertvolle Menschen rennen dem Geld nicht hinterher. Das Geld kommt zu ihnen, weil sie ihre Haltung nicht aufgeben, weil sie sich nicht verbiegen, weil sie sich nicht jedem Wunsch anpassen. Und genau das erzeugt am Ende auch finanziellen Wert. Wichtig: Wertvoll zu sein hat nichts mit Arroganz zu tun. Es ist keine Kälte und kein Herabblicken auf andere. Es bedeutet, Grenzen zu kennen, zu wissen, wann man stoppt, wann man Nein sagt, wann man aufsteht und geht. Für Machiavelli bedeutet Macht nicht, alle zufriedenzustellen. Macht bedeutet, auch dann stark zu bleiben, wenn man bereit ist zu verlieren. Denn wer es allen recht machen will, verliert sich selbst. Wer aber auswählt, zieht Menschen an. Und diese Bestätigung steigert den eigenen Wert. Das Paradox beim Geld ist klar. Diejenigen, die es am meisten brauchen, bekommen es am schwersten. Und diejenigen, die am wenigsten hetzen, verdienen oft am meisten. Denn ihre Ruhe ist stabil. Und die Zeit arbeitet für sie. Wer wirklich wertvoll werden will, muss akzeptieren: Du wirst nicht mit jedem arbeiten. Du wirst nicht jedes Angebot annehmen. Du wirst nicht jedes Geld nehmen. Kurzfristig sieht das wie ein Verlust aus. Langfristig bringt es dich in eine ganz andere Liga. Vergiss nicht: Geld ist ein Ergebnis. Aber deine Haltung ist der Filter. Wenn du nicht filterst, kontrolliert das Geld dich. Wenn du filterst, folgt das Geld dir. Und laut Machiavelli gilt: Der Starke beugt sich nicht dem Geld. Das Geld beugt sich dem Starken. Mit allen auf derselben Ebene zu sein, macht dich nicht wertvoller. Im Gegenteil. Viele glauben, dass es ihnen hilft, mit jedem gut auszukommen, zu jedem gleich nah zu sein und mit jedem gleich umzugehen. Aber Machiavelli sagt das Gegenteil. Wer für alle gleich erreichbar ist, wird schnell gewöhnlich. Wer mit jedem gleich spricht, jedem die gleiche Nähe gibt und für alle offen ist, wird schnell verbraucht. Es bleibt kein Geheimnis, keine Distanz, kein Grund, darüber nachzudenken. Menschen investieren keine Energie in etwas, das sie schon komplett verstanden haben. Soziale Ordnung basiert nicht auf Moral, sondern auf Macht. Wer ist wem wie nah? Wer darf in wessen Raum? Und diese Grenzen werden ständig getestet. Wer zu allen gleich ist, wirkt fair, aber auch austauschbar. Wer nicht auswählt, wird selbst nicht ausgewählt. Denn Menschen wissen, was wirklich wertvoll ist nicht für alle zugänglich. Distanz ist keine Arroganz. Sie ist ein Filter. Wer darf näher kommen? Wer bleibt draußen? Ohne diesen Filter verliert alles seinen Wert. Machiavelli sagt klar: Zu viel Nähe zerstört Autorität. Je mehr Menschen sich an dich gewöhnen, desto mehr überschreiten sie Grenzen. Sie werden lockerer, respektloser, fordernder. Weil sie denken, sie hätten dich verstanden. Distanz verhindert genau das. Wenn Menschen nicht genau wissen, wie nah sie kommen dürfen, bleiben sie vorsichtig. Und genau dort entsteht Respekt. Nicht jeder Tisch ist gleich viel wert. Manche bringen dich weiter, andere ziehen dich runter. Wer nicht auswählt, verliert. Und wer aus Angst handelt, Angst vor Ablehnung, vor Einsamkeit, wird niemals stark wirken. Deshalb musst du akzeptieren: Nicht jeder wird dich mögen. Nicht jeder wird dir nahe sein. Nicht jeder sitzt mit dir am Tisch. Das ist kein Verlust. Das ist ein Prinzip. Denn wer auf derselben Ebene bleibt, steigt nie auf. Machiavelli sagt: Macht bedeutet nicht, Menschen glücklich zu machen. Macht bedeutet, ihnen zu zeigen, wo ihr Platz ist. Und das passiert nicht durch Worte, sondern durch Distanz. Wenn du für alle da bist, bist du für niemanden besonders. Wenn du für alle offen bist, bist du für niemanden unersetzlich. Emotionale Billigkeit führt zu echtem Wertverlust. Wer sich ständig emotional öffnet, erzählt nicht nur von sich, er verändert seine Position. Wer ständig zeigt, dass er verletzt ist, enttäuscht ist oder emotional schwankt, wirkt nahbar, aber auch schwach. Für Machiavelli sind Emotionen eine Energie, die kontrolliert werden muss. Unkontrolliert geben sie anderen Macht. Wer weiß, was dich triggert, weiß auch, wie man dich lenkt. Menschen hören dir dann nicht mehr nur zu, sie analysieren dich.
Sie merken sich deine Schwächen. Sie erkennen, wann sie Druck machen können. Wertvolle Menschen haben Gefühle, aber sie zeigen sie nicht überall. Denn wer zuschaut, gewinnt Kontrolle. Zu viel emotionale Offenheit erzeugt ein Bild. Diese Person ist instabil, leicht beeinflussbar. Mitleid bringt keinen Respekt. Mitleid ist kurzfristig, Respekt bleibt. Menschen vertrauen keine wichtigen Dinge jemandem an, den sie bemitleiden. Sie sehen ihn als jemanden, der geschützt werden muss, nicht als jemanden, der führen kann. Und genau dort sinkt dein Wert. Machiavelli stellt Stabilität über alles. Wer unter Druck gleich bleibt, nicht ausrastet, nicht schwankt, wirkt automatisch stark. Menschen fragen sich immer, wie verhält sich diese Person in schwierigen Situationen? Wer emotional nicht stabil ist, besteht diesen Test nicht. Und wer berechenbar ist steuerbar. Und wer steuerbar ist nicht wertvoll, sondern nutzbar. Emotionen sind eine Ressource. Wenn du sie überall verteilst, verlieren sie ihren Wert. Macht wächst, wenn Menschen dein Inneres nicht komplett durchschauen. Wenn sie dich nicht ganz lesen können, werden sie vorsichtiger, respektvoller, kontrollierter. Und genau das erhöht deinen Wert. Wirklich wertvolle Menschen bleiben ruhig, egal was passiert. Sie werden nicht überheblich bei Erfolg. Sie brechen nicht bei Kritik. Sie bleiben stabil. Und genau das erzeugt Vertrauen. Und Vertrauen wird zu echtem Wert. Am Ende gilt, Menschen zahlen nicht, weil sie Mitleid haben. Sie zahlen, weil sie Respekt haben. Wer seine Emotionen überall zeigt, fühlt sich vielleicht besser. Aber wer sie kontrolliert, gewinnt das Spiel. Viele Menschen verwechseln Macht damit, mehr zu bekommen. Mehr zu besitzen, mehr festzuhalten, mehr anzuhäufen. Doch für Niccolò Machiavelli beginnt Macht nicht beim Festhalten, sondern beim Loslassen. Wer nicht loslassen kann, ist gefangen. Wer abhängig ist, kann das Spiel nie bestimmen. Zwang ist eine unsichtbare Kette. Wer gezwungen ist, Geld zu verdienen, wer Angst hat, seine Position zu verlieren oder nur deshalb etwas aushält, sitzt zwar am Tisch, steht aber innerlich unter Druck. Denn die Bedingungen werden gegen ihn geschrieben, nicht für ihn. Machiavelli sagt, der gefährlichste Mensch ist nicht der, der nichts zu verlieren hat, sondern der, der bereit ist zu verlieren. Denn so jemand kann nicht bedroht, nicht manipuliert und nicht unter Druck gesetzt werden. Die Fähigkeit loszulassen sendet eine klare Botschaft. Ich muss nicht hier sein. Ich muss nicht mit dir arbeiten. Auch wenn es nicht ausgesprochen wird, man spürt es im Verhalten. Und Menschen erkennen das sofort. Am Verhandlungstisch stellt sich eine einfache Frage. Wer ist stärker? Derjenige, der das Geld braucht, oder der, der darauf verzichten kann? In Beziehungen. Wer ist stärker? Derjenige, der alleine sein kann, oder der, der aus Angst alles akzeptiert? Im Job. Wer führt? Der mit Alternativen oder der ohne? Die Antwort ist klar. Wer gehen kann, gewinnt das Spiel. Denn er hat Zeit, er hat Geduld und vor allem Alternativen. Und Alternativen sind die sichtbarste Form von Macht. Machiavelli bringt es auf den Punkt. Die größte Stärke ist nicht deine Armee, sondern dass du nicht auf eine einzige Sache angewiesen bist. Denn Abhängigkeit gibt dem Gegenüber Macht. Sie lassen dich warten. Sie erhöhen den Druck. Sie verschlechtern die Bedingungen, weil sie wissen, du kannst nicht gehen. Aber sobald du gehen kannst, verändert sich alles. Wer sich zu sehr festhält, macht ständig Zugeständnisse. Und am Ende wird er austauschbar und billig. Menschen denken, wenn wir genug Druck machen, wird er schon nachgeben. Doch jemand, der wirklich loslassen kann, reagiert anders. Er wird ruhiger. Er bleibt stehen. Oder er geht. Und genau das erzeugt Wirkung. Plötzlich werden andere vorsichtiger, respektvoller. Eine der härtesten Wahrheiten bei Machiavelli ist, Menschen behandeln dich nicht fair, weil sie dich mögen, sondern weil sie etwas verlieren könnten. Und dieser Verlust macht dich wertvoll. Loslassen bedeutet nicht, alles aufzugeben. Es bedeutet, bewusst zu entscheiden. Wann ist genug? Wann lohnt es sich nicht mehr? Wertvolle Menschen erkennen, nicht jeder Gewinn ist wirklich ein Gewinn. Nicht jede Beziehung ist tragfähig. Nicht jede Chance ist eine echte Chance. Wer wertvoll sein will, muss lernen, nicht immer verfügbar zu sein. Nicht jede Anfrage anzunehmen. Nicht jede Chance sofort zu ergreifen. Denn jedes schnelle Ja sendet auch ein Signal. Ich bin jederzeit da. Doch wer warten lässt, steigt im Wert.
Menschen messen Bedeutung oft daran, wie lange sie warten müssen. Sie denken, diese Person ist beschäftigt. Nicht jeder kommt an sie ran. Ein wichtiger Punkt: Es geht nicht um Chaos oder Unzuverlässigkeit. Machiavelli spricht nicht von Unordnung, sondern von Kontrolle. Wer seine Zeit nicht kontrolliert, kontrolliert auch seinen Wert nicht. Zeit ist dein echtes Kapital. Geld kann zurückkommen. Image kann repariert werden. Aber Zeit ist unwiederbringlich. Und Menschen entscheiden anhand dessen, wie du mit deiner Zeit umgehst, wie viel Respekt sie dir geben. Wer seine Zeit wahllos verteilt, zeigt, dass sie nichts wert ist. Deshalb beginnt Macht mit Begrenzung, sogar dir selbst gegenüber. Wenn man dich nicht sofort erreichen kann, entsteht ein Gedanke. Und dieser Gedanke lässt dich wachsen. Wenn man dich aber jederzeit erreichen kann, gibt es keinen Grund mehr, über dich nachzudenken. Wert entsteht nicht durch Mühe, sondern durch Knappheit. Und dann kommt ein weiterer entscheidender Punkt: Erklärungen. Wer ständig erklärt, warum er etwas tut, zeigt unbewusst: Ich bin angreifbar. Ich kann hinterfragt werden. Für Machiavelli ist Erklärung kein harmloser Akt. Sie öffnet eine Tür. Und durch diese Tür kommt Kontrolle. Je mehr du erklärst, desto mehr Angriffsfläche bietest du. Jede zusätzliche Erklärung erzeugt neue Fragen. Und irgendwann verteidigst du dich nur noch. Wertvolle Menschen erklären sich nicht ständig. Nicht, weil sie arrogant sind, sondern weil ihr Wert nicht verhandelbar ist. Zu viel Erklärung entsteht oft aus guter Absicht. Man will Missverständnisse vermeiden, niemanden verletzen. Aber genau das macht dich schwächer. Denn dein Gegenüber sieht nicht deine gute Absicht, sondern deine offene Flanke. Weniger zu sagen bedeutet nicht, geheimnisvoll zu sein. Es bedeutet, Raum zu lassen. Und in diesem Raum beginnt das Denken der anderen. Und oft wächst dein Wert genau dort. Wenn alles klar ist, sinkt die Spannung. Und mit der Spannung sinkt oft auch der Respekt. Menschen verkleinern das, was sie komplett verstehen. Und sie vergrößern das, was sie nicht ganz greifen können. Macht bedeutet nicht, alles zu erklären. Manchmal bedeutet sie, Dinge bewusst offen zu lassen. Nicht jede Frage braucht eine Antwort. Nicht jede Unsicherheit muss aufgelöst werden. Wer sich ständig erklärt, stellt den Komfort anderer über seinen eigenen Wert. Und genau das zerstört die Balance. Wer wenig erklärt, wird seltener hinterfragt. Und genau dort beginnt Autorität. Machiavelli sagt nicht, sei still. Er sagt, sei bewusst. Rede nur, wenn es nötig ist. Erkläre nur, wenn es wirklich sinnvoll ist. Öffne dich nicht ständig. Denn durch jede Öffnung kommt nicht nur Verständnis, sondern auch Einfluss, Druck und Kontrolle. Steh zu dem, was du tust, ohne Rechtfertigung. Wenn Menschen dich nicht verstehen, ist das nicht immer dein Problem. Denn am Ende gilt, wer sich ständig erklärt, macht sich günstiger. Wer sich verteidigt, beginnt zu verhandeln. Und wer ruhig bleibt, bestimmt den Preis. Für Machiavelli gilt, was wirklich wertvoll ist, muss sich nicht erklären. Denn alles, was erklärt werden muss, wirkt irgendwann billig. Geld ist kein reines Zahlenspiel. Es ist nicht nur Mathematik, wie viele denken. Geld ist ein Ergebnis. Und davor steht etwas viel Wichtigeres: deine Haltung. Wie ein Mensch stehen bleibt, wie er wartet, wie er mit Ablehnung umgeht und ob er loslassen kann. All das kommt noch vor dem Geld. Niccolò Machiavelli hat das früh erkannt. Dass stark wirkende Menschen oft reich werden, ist kein Zufall. Menschen folgen nicht einfach dem Geld. Sie folgen der Ausstrahlung, die Geld anzieht. Nicht jeder mit Geld ist stark. Aber wer stark wirkt, verdient leichter Geld. Denn Menschen wollen zuerst vertrauen, dann sich binden. Und erst danach sind sie bereit zu zahlen. Niemand zahlt hohe Preise für etwas, das panisch angeboten wird. Wer hektisch ist, wirkt billig. Wer warten kann, wirkt wertvoll. Jemand, der ständig günstig arbeitet, immer Rabatte gibt und sich jeder Situation anpasst, wirkt vielleicht fleißig, sendet aber unbewusst eine andere Botschaft. Ich habe keine Grenzen. Man kann alles von mir verlangen. Ich kann nicht verzichten. Und laut Machiavelli ist jemand, der nicht verzichten kann, machtlos. Denn wer nicht bereit ist zu verlieren, kann keinen Preis festlegen. Ein Preis ist nicht nur eine Zahl, er ist ein Signal. Er zeigt, wie viel du aushältst und wie du dich selbst positionierst. Ständig niedrige Preise senden nicht nur dem Markt, sondern auch den Menschen ein klares Zeichen. Diese Person braucht es. Sie hat keine Wahl. Und was Menschen als bedürftig wahrnehmen, respektieren sie nicht. Sie nutzen es aus.
Und genau dieses Verständnis schützt sie vor Hektik. Denn wer hetzt, wirkt billig. Hektik kommt aus Bedürftigkeit. Und Bedürftigkeit ist Schwäche. Wer loslassen kann, zeigt Haltung. Er will spielen, aber er muss nicht. Und dadurch verändert sich alles. Er akzeptiert keine Bedingungen. Er formt sie. Andere testen seine Grenzen nicht leichtfertig, denn sie wissen, wenn sie zu weit gehen, ist er weg. Auch wenn es niemand laut sagt, das Verhalten ändert sich. Bessere Angebote, mehr Respekt, weniger Druck. Denn sie haben verstanden, diese Person kann man nicht festhalten. Und genau das ist in der heutigen Welt extrem wertvoll. Denn die meisten Menschen sind haltbar, aber nur wenige sind wirklich frei. Wertvoll zu sein heißt nicht, alles zu gewinnen. Manchmal heißt es, bewusst zu verlieren. Denn nicht jeder Verlust ist Schwäche. Manche sind Investitionen. In Machiavellis Welt ist der stärkste Zug manchmal nicht vorwärts zu gehen, sondern sich zurückzuziehen. Aber nicht aus Angst, sondern aus Klarheit. Vergiss nie, wer vom Tisch aufstehen kann, bestimmt das Spiel. Der Mensch, der nichts muss, ist der wertvollste. Mit allen gleich zu sein, macht dich nicht wertvoller. Viele glauben, dass sie gewinnen, wenn sie allen gefallen, sich jedem anpassen und überall dazugehören. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wer für alle gleich ist, wird für niemanden besonders. Menschen merken sich nicht deine gute Absicht. Sie merken sich, was sie von dir bekommen konnten. Was du heute aus Verständnis gibst, wird morgen erwartet. Die Welt testet Grenzen. Immer wieder. Wertvoll zu sein bedeutet nicht weniger zu geben, sondern gezielt zu geben. Nicht jedem alles zu zeigen, sondern den richtigen Menschen das Richtige. Der Unterschied ist klein, aber die Wirkung riesig. Wenn Menschen dich leicht konsumieren können, nehmen sie dich weniger ernst. Sie gewöhnen sich daran. Diese Person ist immer da, immer verständnisvoll. Und genau dort sinkt dein Wert. Was keinen Preis hat, hat im Kopf keinen Wert. Für Machiavelli zählt nicht deine Absicht, sondern dein Ergebnis. Deine gute Seite schützt dich nicht vor Ausnutzung. Oft lädt sie sogar dazu ein. Deshalb ist Wertvollsein auch Selbstschutz. Es ist die Fähigkeit, sich nicht ausnutzen zu lassen. Es geht nicht darum, härter, kälter oder egoistischer zu werden. Es geht um etwas Schwierigeres. Respekt vor dir selbst. Denn wer sich selbst nicht respektiert, wird auch von anderen nicht respektiert. Reduziere deinen Zugang. Denn was jeder erreichen kann, verliert an Wert. Erkläre dich weniger. Denn wer sich ständig erklärt, macht sich angreifbar. Halte Distanz. Denn ohne Distanz gibt es keine Ernsthaftigkeit. Schütze deine Zeit. Denn wer seine Zeit nicht schützt, schützt nichts. Und lerne aufzustehen und zu gehen. Denn wer nicht gehen kann, wird zum Spielball. In der heutigen Welt ist Macht leise. Sie schreit nicht. Sie zeigt sich nicht ständig. Sie ist ruhig, kontrolliert und vor allem selektiv. Sie weiß, wem sie Ja sagt. Und noch besser, wem sie Nein sagt. Menschen behandeln dich nicht fair, weil sie dich lieben, sondern weil es einen Preis hat, dich zu verlieren. Und genau dort entsteht dein Wert. Der billige Mensch erklärt sich ständig. Der wertvolle Mensch überzeugt durch Haltung. Der eine rennt jeder Chance hinterher. Der andere wählt. Der eine hält alles aus, um nicht zu verlieren. Der andere kann verlieren, ohne sich zu verbiegen. Und hier kommt Machiavellis härteste Lektion. Menschen messen dich nicht daran, wie sehr du willst, sondern daran, worauf du verzichten kannst. Wer nicht loslassen kann, ist schwach. Wer loslassen kann, ist frei. Und wer frei ist nicht kontrollierbar. Die Welt verbraucht das Austauschbare. Aber sie schützt das Seltene. Und genau dort entsteht echte Macht. Wertvoll zu sein heißt nicht, von allen geliebt zu werden. Es heißt, ernst genommen zu werden. Nicht gebraucht zu werden, sondern schwer zu ersetzen zu sein. Und laut Machiavelli ist der gefährlichste Mensch derjenige, der verlieren kann, ohne Angst zu haben. Denn er besitzt etwas, das niemand ihm nehmen kann. Freiheit. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Reihe gefällt, vergiss nicht zu abonnieren, das Video zu liken und einen Kommentar dazu lassen.